Ja, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich zusammen mit euch die SJ-Cam SJ6 Legend testen. Das ist eine Actionkamera, ja, ähnlich wie eine GoPro aufgebaut und kostet 150 Euro. Ich habe sie bei gearbest.com gekauft. Manchmal gibt es da so Rabatte und da habe ich sie günstig geschossen. Link in der Videobeschreibung. Ja, von SJ-Cam ist das die zurzeit zweitbeste Kamera. Es gibt noch eine teurere, das ist die, ich glaube, SJ7 Star oder sowas. Und ja, ich wollte mal sehen, was die Kamera so kann. Die hat einen eingebauten Gyro-Anti-Shake-Sensor und eingebauten Fish-Eye-Remover. Den möchte ich auch mal ausprobieren und auch schauen, was die Kamera so leistet an Bildqualität im Vergleich zur GoPro. So, wir fangen erstmal an mit einem Unboxing und schauen mal, was so da drin ist. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. So. Okay, das ist die Kamera mit geschlossenem Gehäuse für Unterwasseraufnahmen. Mal schauen, was hier noch alles so dabei ist. Alles direkt zerlegen. Also ich bin jetzt schön vorsichtig. Normalerweise reiße ich die Tüte noch komplett auf. Und hier, das ist jetzt ziemlich cool. Das ist wahrscheinlich so ein Drehding. Jawohl, das ist so ein Drehport. Ziemlich cool, recht flach. So, nochmal einen davon. Dann noch einen mit einem gewölbten Aufsatz. Ja, das Kabel. Oh, sehr cool. Ich kaufe die Dinger immer dazu, also zusätzlich. Sind auch nicht teuer, aber hier ist es schon dabei, sehr praktisch und das werde ich auch heute verwenden, weil mir sind diese großen Gehäuse viel zu schwer und auch der Ton ist schlecht, wenn die Kamera verpackt ist, ne? So, hier ist gleich optimaler Sound. Okay, dann sind da ein paar verschiedene Mounts dabei. Klar, kennt man schon von GoPro. Hier noch ein paar Klebeports. Oh, hier noch so ein Mount für einen Lenker. Sehr cool. Ersatzklebeports. Noch mehr Gelenke. Okay, sehr cool für einen Stativaufsatz. Sehr gut. Und ein Touch-Backdoor. Ja, die Kamera hat einen integrierten LCD-Bildschirm hinten mit Touchscreen. Machen wir das gute Stück mal an. Aha, da 3 Knöpfe und aha. Ein süßes Geräusch, das macht so ein Zwitschern. Oh, hier ist auch so ein Ding drauf. Ich mache die immer direkt ab, gell? Die kann man eigentlich drauf lassen, aber ich bin da immer so geil drauf, die direkt abzumachen. Jetzt habe ich die Kamera wieder ausgemacht. So, Kamera an. Mal schauen, was es da so alles im Menü gibt. Auflösung 4K, 2K, 1080p, 60 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde, 4:3. 30 Bilder pro Sekunde. Super View, das werden wir nachher auch ausprobieren und die kleinen Formate interessieren mich eh nicht. Zyklische Aufnahme, okay, brauchen wir nicht. FOV heißt Wide, Middle oder Narrow. Lassen wir auf Wide. Was haben wir noch? WDR ist Wide. Ne, was heißt denn das? WDR. Scheiße, weiß ich nicht, muss ich in der Videobeschreibung mal nachschauen, in der Kamerabeschreibung nachschauen. Und hier ein Gyrosensor, das finde ich ziemlich interessant. Werde ich nachher auch mal ausprobieren und mal schauen, was das so für ein Bild macht. Audio, Lautstärke, Datumstempel brauchen wir nicht. Bitrate machen wir ganz hoch. Ups, jetzt habe ich es auf Mittel gemacht. Nein. So, hoch. Double File brauche ich nicht. Power on Record brauchen wir nicht. Schärfe müssen wir ganz hoch machen. Immer beste Qualität. Stark ist schon eingestellt. Okay. So, dann haben wir noch Weißbalance, Farbe, Belichtung, Distortion, Correction. Das ist Fish Eye Remover. Den probiere ich nachher auch nochmal aus. Aber jetzt lassen wir den erstmal aus für die ersten Aufnahmen. Oh, hallo. Ja, das ist das Bild der SJ-Cam mit 1080p und 60 Bilder pro Sekunde.
Ja, machen wir ein paar Aufnahmen, wie das so ausschaut, wie der Kontrast ist, wie die Farben sind. Von einem wunderschönen tollen Fahrrad. Von einem wunderschönen tollen Fahrrad. Das Licht ist heute sehr gut, zum Filmen optimal, weil keine so starke Sonne ist, also es ist eine durchgehende Wolkendecke. Von daher wird die Kamera leicht haben mit einem sauberen Bild. Und ich denke, am besten legen wir direkt mal los, hauen mal die Kamera auf den Helm und bewegen uns mal auf den Trail. So. Mütze gegen Helm. So, erster Test ist einfach nur 1080p, 60 Bilder pro Sekunde für ein schön flüssiges Bild, ohne irgendwelche Zusatzeinstellungen. Und dann legen wir mal das erste Stück los hier auf dem Trail. Ups. So, nächster Test ist mit 2,7K und 30 Bilder pro Sekunde. Oh, ich sehe gar nicht mehr den Trail hier. Oh, Entschuldigung, Dankeschön. So, der Test ist jetzt mit Gyrosensor, also Bildstabilisierung gegen Verwackeln. Ist bei solchen Actionaufnahmen eigentlich nicht so empfehlenswert, aber können wir trotzdem gucken, was das Ding so drauf hat. Die Kamera hat jetzt kein externes Mikro, deswegen ist der Sound bestimmt nicht so gut wie gewöhnlich in meiner GoPro und externen Mikro. So, jetzt habe ich bei der Kamera 1080p, 30 Bilder pro Sekunde und Super View an, also extra großer Weitwinkel, damit man ein maximales Sichtfeld hat. Wenn wir schauen, oh, Special. Naja, wenn wir schauen, wie hier die Aufnahmen so sind. Jetzt muss ich hochsprinten. Ah. So, wieder runter. So, die Kamera ist jetzt immer noch auf Super View eingestellt, aber ich habe noch den Fish Eye Remover dazu geschaltet und werde jetzt das letzte Stück des Trails mal einfach genießen für mich. Und ihr checkt das Bild. Oh, das ist sehr eng mit dem breiten Lenker. So. So.
Mich würde eure Meinung interessieren. Wie fandet ihr die Aufnahmen der Kamera? Bedenkt, das Ding kostet 150 Euro, ist also ein Drittel des Preises einer GoPro. Und ich habe mir die Aufnahmen schon mal hinten auf dem Bildschirm angeschaut. Ich finde sie ganz cool. Die Gyro-Aufnahmen sind aber, glaube ich, eher nicht was für so Action-Abfahrten, sondern eher so Aufnahmen aus der Hand. Da kommt das richtig gut. Und ja, wer mehr über die Kamera erfahren will, in der Videobeschreibung ein Link dazu. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.